Das ist aber schön hier. Ja, voll gut. Echt. Ja, und guck, da vorne, da gibt es ja voll viel Treibholz. Oh, das ist ganz toll. Da kann man ja so schöne Sachen damit machen dann, gell? Schau mal hier. Gut. Oh, wow. Das sieht echt toll aus hier. Sieht toll aus. Wo das wohl herkommt. Tja, Also, weißt du, das hat sicher, jedes Holz hat seine eigene Geschichte. ja, so wie wir auch. Und weißt du, ich finde das so spannend, dass das so ausgeblichen ist, so von der Sonne und den UV-Strahlen. Also ich glaube, hier finden wir einiges für unser Projekt. Ich guck mal ein bisschen. Ich laufe da noch weiter. Da ist sicher noch mehr. Okay, ich bleib hier. Okay. Ja. Ich finde, das erinnert einen daran, was alles in unserer Innenwelt, in unserem Herzen angeschwemmt wird. Gefühle, Gedanken, Ideen, Bilder, Erinnerungen. Das sind auch immer wieder so Stellen in uns, wo so richtig viel sich ansammelt. Und was machen wir damit? Liegt das nur so herum, unbeachtet oder sogar störend? Oder ist es auch noch für etwas zu gebrauchen? 107 days, been recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Dieses Holz. Vielleicht denkt man sich so, das ist einfach nur Abfall. Aber es lohnt sich, da wirklich genauer hinzuschauen, finde ich. Wie es durch Wind und Strömungen so ans Ufer getrieben wurde, wie es vom Wasser, vom Sand, von der Sonne bearbeitet wurde, unterwegs. Und wie besonders jedes einzelne Holzteil dadurch wurde. Von den Verhältnissen geschliffen und geformt sozusagen. Es hat schon was. Ich finde es faszinierend. Und dadurch wird es ja unverwechselbar und einmalig. Und vor allem richtig brauchbar für so ein kleines Kunstwerk damit. Ich habe da nie so genau hingeschaut, aber als mir das mal bewusst wurde, fand ich das sehr faszinierend. Und so ähnlich ist es doch auch mit den Dingen, die wir erlebt haben. Eine kurze Begegnung mit jemandem, eine Situation, die wir auch nicht einordnen können, ein Streit, Wut, die noch in uns da ist. Oft ist es ja für uns wie so ein nutzloser Abfall. Und ja, was sollte das? Das ist doch zu nichts zu gebrauchen, sagen wir uns dann. Oder steckt da womöglich doch mehr dahinter? Kann da nicht auch mit der Zeit in mir drin durch lauter solche sinnlose Dinge was entstehen? Etwas Schönes, sogar ein kleines Kunstwerk. Etwas, was sonst gar nie entstanden wäre. Wie beim Upcycling, beim Schwemmholz. Stimmt, ich glaube, da ist was dran. We can see so clear. Ooh, we can see so. Alles, was wir erlebt haben, ist ja ein Teil von uns und gehört zu uns. Und ist nicht einfach zum Wegwerfen, weil das sonst ja in uns liegen bleibt und unser Inneres verschmutzt oder verwildert, ohne dass wir das recht merken. Es kann Schadstoffe oder Giftstoffe aussondern, die uns Kraft und Energie rauben, uns müde machen oder ausgelaugt und nervös. Und darum ist es gut, sich das anzuschauen, was sich in uns so ansammelt, damit daraus keine Müllhalde entsteht, die uns innerlich belastet oder bedrückt, ohne dass wir das richtig bewusst sind. Ist ja ein Recycling solcher Dinge oder sogar ein Upcycling geschieht nicht von selbst. Dafür müssen auch wir etwas tun. Und da brauchen wir einen proaktiven Umgang. Es lohnt sich darum, genauer hinzuschauen auf das, was uns beschäftigt, was sich als Reaktion auf etwas in uns einstellt oder was uns schmerzt, und zu schauen, was wir damit anfangen können. Pater Kentenich hat öfter den Tipp gegeben, sich jeden Tag Zeit dafür zu nehmen. Weil jeder Tag fällt ja was an. Also unsere Innenwelt, da wird was angeschwemmt. Selbst wenn es oberflächlich und flüchtig war. Da bleibt dennoch so ein Eindruck in uns und das sollen wir verarbeiten, einordnen. Es sozusagen in die Hand nehmen. Er rät, dass wir jeden Tag uns 10 Minuten Zeit nehmen und die Dinge meditieren quasi. Einfach hochkommen lassen, ruhig anschauen.
Mit der Zeit werden wir merken, dass wir irgendwie einen ganz anderen Blick auf die Dinge bekommen. Weil das ist sehr sinnvoll, das, was uns beschäftigt, innerlich zu packen, sich diesen Dingen noch einmal oder immer wieder zu stellen, damit wir wirklich einen Nutzen daraus ziehen können, sie wieder verwerten können sozusagen. Dass wir sie verstehen und deuten lernen, dass sie uns nicht mehr stören oder wie so ein Fremdkörper in uns sind oder in uns rumliegen, sondern dass wir sie wirklich in unser Leben integrieren. Hier habe ich etwas ganz Besonderes gefunden, ein ganz besonderes Stück. Das sieht aus wie ein Christuskorpus. Also hier eben die Arme und sogar eine Herzwunde. Das finde ich total spannend. Und gerade so ein Stück Schwemmholz kann uns erinnern an Menschen, denen wir begegnet sind, die uns vielleicht auch verletzt haben, sogar eine Herzwunde hinterlassen haben. Vor langer oder in letzter Zeit kann das gewesen sein. Und was wird da in uns wach, wenn wir daran denken? Ich habe mal gelesen, dass gerade Enttäuschungen an eine Person, die wir erlebt haben, uns weismachen wollen, dass alles Schöne, was wir zum Beispiel mit dieser Person erlebt haben, nichts mehr wert ist. Es kommt uns auf einmal vor wie Abfall zum Wegwerfen. Aber das stimmt nicht. Das Schöne lassen wir nicht einfach zurück. Es bleibt ja immer in uns, unverlierbar. Selbst wenn ein Kontakt oder so abbricht oder wenn es wie Scheitern aussieht. Solche Erfahrungen sind aber keineswegs umsonst, sondern sie gehören zu uns. Wir könnten sagen, sie schleifen unser Holz, geben uns ein unverwechselbares Profil. Ja, wir nehmen sie mit auf unserem weiteren Weg. Und so ordnen wir unsere Eindrücke und ordnen sie ein. Wir können uns also immer fragen, was wollte Gott mit diesem Erlebnis? Was sollte ich vielleicht lernen? Wozu gibt mir das jetzt Gelegenheit? Was steckt hinter manchen negativen Gefühlen, aber auch hinter den angenehmen? Ja, hallo. Hallo, guck mal, einiges eingesammelt. Ja, es gibt viel Schönes. Ja, es geht wirklich darum, dass unser Inneres immer schöner, leuchtender, strahlender, bunter wird. Und dass wir das, was da immer wieder so angeschwemmt wird, dass wir das wirklich gestalten, wenn es gelingt, upcyclen. Das ist für ein inneres Kunstwerk in uns bestimmt. Also, viele schöne Entdeckungen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.